Wenn du dachtest, dass es die perfekte Pasta nur in Italien gibt, heute beweisen wir das Gegenteil. Wir stellen den Topf auf den Herd, denn uns erwartet ein echtes Restaurant-Abendessen in nur 15 Minuten. Und während das Wasser heiß wird, kümmern wir uns um die Zwiebel. Wusstest du eigentlich, warum wir beim Zwiebelschneiden heulen? Schuld daran ist ein flüchtiges Gas mit dem komplizierten Namen Synpropantialoxid, das freigesetzt wird, wenn wir die Zwiebel schneiden und unsere Augen reizt. Jetzt mal eine Frage an dich. Wie kämpfst du in der Küche gegen die Tränen? Messer unter kaltes Wasser halten, Kaugummi kauen oder setzt du eine Taucherbrille auf? Schreib mir deine besten Hacks unbedingt in die Kommentare. Lass uns mal die besten Tricks sammeln. Wir schicken unsere Tränenzwiebel kurz beiseite. Sie darf sich kurz ausruhen, bis sie gleich die perfekte Basis für unsere Soße bildet. Unser Wasser sprudelt und statt normalem Salz geben wir einen Löffel aromatisches Kucharek-Gewürz hinein. Das gibt den Nudeln sofort von innen heraus einen tollen, würzigen Gemüsegeschmack. Zeit für die Spaghetti. Ab in den Topf damit und bitte, bitte nicht durchbrechen, sonst fängt ein Italiener an zu weinen. Während sie ins Wasser gleiten, ein kleiner Fun-Fact: Es gibt weltweit über 600 Pastasorten, aber Spaghetti sind und bleiben der absolute König. Wir kochen sie perfekt al dente. Sie müssen also im Kern noch etwas Biss haben. Das dauert meistens so 2 Minuten kürzer, als auf der Packung steht. Und während die Paste gekocht wird, schneiden wir den Knoblauch schnell, fein, fein, so dass er dem Öl seinen ganzen Geschmack gibt und nicht genau verbrennt. Knoblauch ist der beste Freund von Waldpilzen. Er bringt den Geschmack der Pfifferlinge gleich zum Explodieren. Mal ehrlich, gehörst du zum Team Knoblauchliebhaber oder meidest du ihn lieber? Wir erhitzen die Pfanne und werfen ein gutes Stück Butter hinein. Ein cremiges Butterbett ist einfach der beste Partner für unsere Waldpilze gleich. Jetzt die Zwiebeln rein. Wir dünsten sie ganz sanft an, bis sie schön glasig und leicht golden sind. Kurzer Blick auf unsere Spaghetti, läuft. Jetzt bloß nicht den Moment verpassen, wenn sie die perfekte Konsistenz erreicht haben. Wir geben den Knoblauch zu den Zwiebeln und rühren sofort um. Der Duft ist so heftig, dass die Nachbarn bestimmt gleich anklopfen und was abhaben wollen.
Kleines Geheimnis: Knoblauch verbrennt super schnell, deshalb kommt er erst später in die Pfanne, damit nichts bitter wird. Wir schnappen uns ein paar saftige Cherrytomaten und schneiden sie ruckzuck in Hälften. Ende August sind sie einfach am süßesten und aromatischsten. Sie haben den ganzen Sommer über Sonne getankt und sind jetzt zuckersüß wie kleine Bonbons. Wir halbieren sie, damit dieser süße Saft gleich den Geschmack unserer Pfifferlinge perfekt abrundet. Die Tomaten dürfen jetzt mit in die Pfanne. Durch die Hitze platzen sie leicht auf und geben ihren süß-sauren Saft ab. Das ist die perfekte Basis für unsere Soße. Wir setzen den Deckel auf die Nudeln und drehen die Hitze runter. Lass sie einfach im eigenen Dampf fertig gar ziehen, während wir die Soße vollenden. Und hier kommt der Star des Tages: frische Pfifferlinge. Ende August haben sie absolute Hochsaison. Sie bringen einen so tiefen, waldigen Geschmack in unsere Pasta, den kein künstliches Gewürz jemals nachmachen könnte. Schaut euch diese Farben an. Der Spätsommer auf einer einzigen Pfanne. Eine Prise Salz, frischer schwarzer Pfeffer dazu und einmal gut durchschwenken, um den Geschmack der Pfifferlinge so richtig rauszukitzeln. Und jetzt der absolute Profi-Trick: eine Kelle vom stärkehaltigen Nudelwasser dazugeben. Diese kleine Zutat verbindet Fett, Tomatensaft und Pilze zu einer herrlich sämigen Soße. Und natürlich Käse. Den streuen wir direkt in die Soße. Er schmilzt sofort und macht alles wunderbar cremig. Wir bringen die Spaghetti direkt in der Pfanne mit der Soße zusammen. Wichtiger Küchenfakt: In Italien serviert man Pasta und Soße niemals getrennt. Sie werden in der Pfanne verheiratet, damit die Nudeln die Aromen so richtig aufsaugen. Schau mal, wie diese glänzende Soße jede einzelne Spaghetti umhüllt. Einfach herrlich. Und jetzt das Geheimnis für diese geniale Restaurantcremigkeit: wir gießen Sahne dazu. Sie bringt das Waldaroma der Pfifferlinge und die feine Säure der Tomaten perfekt zusammen und verwandelt alles in eine herrlich samtige Soße. Schau mal, wie schön sich die Farbe verändert. Was für eine geniale Cremigkeit! Die perfekte Balance aus Waldpilzen, geschmolzenem Käse und frischen Tomaten. Wir richten diese Schönheit auf dem Teller an. Und als Krönung noch eine extra Portion Käse obendrauf. Man kann schließlich nie genug Käse haben.
Ein bisschen frischer Dill für die sommerliche Note. Und fertig ist unser Meisterwerk. Echte Restaurantmagie zu Hause in nur 15 Minuten. Kocht es unbedingt nach. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Rezept gefällt und bis zum nächsten Mal bei Guten Appetit!